Muss ein Bundeskanzler wissen, dass die geplante Rentenerhöhung ein Witz ist? Muss er wissen, wie arm viele Rentner wirklich sind? Muss er wissen, wie er das Volk ausblutet, wie hoch die Spritpreise sind? Und muss er auch wissen, was es für die Menschen bedeutet, zu frieren und wie es dem Volk überhaupt geht? Und muss der Bundeskanzler wissen, warum die Sanktionen gegen Russland den deutschen Bürgern schaden? Liebe Zuschauer, genau darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Diplom-Finanzökonom und Autorin und recherchiere für euch aktuelle Geschehnisse um das Thema Rente. Für die Rentner sieht es momentan gar nicht so gut aus. Mehr dazu gibt es in dem Video, bleibt also dran. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, lohnt sich das auf jeden Fall, um alle Inhalte mitzubekommen. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt gerne einen Daumen nach oben und um nichts mehr zu verpassen, drückt auch gerne die Glocke. Schauen wir uns die Situation einmal etwas näher an. Auslandsrentner, die in Russland und in der Ukraine leben und deutsche Rente ausgezahlt bekommen, haben im Moment große Probleme, also jetzt im März mit der Rentenzahlung. Das sind sowohl Deutsche, die in Russland leben, als auch Russen, die eine deutsche Rente bekommen. Sie müssen sich dringend um neue Bankverbindungen kümmern, damit sie ihre deutsche Rente überhaupt bekommen. Die Rente ist zwar nicht verloren, aber sie kommt wahrscheinlich in Russland nicht an. Und das ist natürlich bitter für den Lebensunterhalt. In der Ukraine gibt es derzeit keine Behörden, also keine aktiven konsularischen Dienste, die diese Lebensbescheinigung ausstellen. Und damit bekommen auch die Rentner, die in der Ukraine eine deutsche Rente beziehen, ein Problem. Wie sieht es aber nun bei den Rentnern in Deutschland aus? Seit dem 24. Februar 2022 steigen im Inland ständig die Preise für Gas, für Heizöl, für Strom, Benzin und Lebensmittel. Im Jahr 2021 bekamen westdeutsche Rentner keine Rentenanpassung und die ostdeutschen Rentner eine Anpassung von 0,72%. Die offizielle Inflation betrug laut Statistikamt im Jahr 2021 3,1%. Das bedeutet, dass alle Rentenempfänger in Deutschland wirtschaftlich einen Verlust erlitten haben, also eine Verringerung der Kaufkraft. Im Januar 2022 lag die Inflation bei 4,9% und im Februar bei 5,1%. Und im März und April wird es auch nicht besser aussehen. Selbst wenn zum 1.7.2022 die derzeit geplante Rentenanpassung von inzwischen nur noch 4,4% kommen wird, wird sie durch die Inflation verschlungen. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges werden Millionen von deutschen Rentnern sehr zu spüren bekommen. Man merkt es auch jetzt schon, von der geplanten Rentenerhöhung werden sie wirtschaftlich gesehen nichts haben. In der Sondersitzung des Bundestages am 27. Februar 2022 erklären uns führende Politiker, dass wir uns auf die Folgen des Ukraine-Krieges einstellen müssen. Was soll das nun heißen? Die Spritpreise werden weiter steigen. Wir zahlen Energie- und Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer und die CO2-Abgabe auf das Benzin. Man kann also sagen, dass gut die Hälfte durch staatliche Abgaben verursacht werden. Ja, in Steuern und Verwaltung sind die Deutschen Weltmeister. Besonders hart trifft es natürlich Rentner in ländlichen Gebieten, also die häufig zum Arzt müssen, zu Behandlungen, zur Apotheke, wo die Infrastruktur nicht so gut ist, dass regelmäßig Busse fahren, die also auf das Auto angewiesen sind und auch mit dem Auto einkaufen fahren müssen. So sieht es nun mal aus. Die Lebensqualität verringert sich aber momentan schon wieder auch für die Kinder, die schon wieder auf Turnhallen wegen Einquartierung fremder Menschen verzichten müssen. Es strömen erneut viele Fremde auf unsere Kosten ins Land, von denen viele nicht mal Ukrainisch sprechen. Wirtschaften die Politiker so weiter, geht Deutschland ganz unter. Habeck sagte am 5. März 2022, wer Putin schaden will, spart Energie. Wie kann ein Politiker so einen Schwachsinn von sich geben? Der Gauck sagte am 10. März bei Maischberger, wir können auch einmal frieren für die Freiheit
Und wir können auch einmal für ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und Lebensfreude haben. Der Mann ist 82 Jahre und lebt in Saus und Braus. Es ist einfach unglaublich, die Verluste an Wohlstand seien zu ertragen, sagte Gauck. Und wie Gauck sagte, wird das Leben, wie wir es kennen, einfach nicht mehr sein. Man kann ja die nächsten Jahre auf Lebensqualität verzichten. Das Leben möchte man den Menschen wegnehmen. Horcht gut zu, nichts besitzen ist Wohlstand, Isolation ist Solidarität und sich einschränken wäre Freiheit. Das ist eine echt kranke Definition von solchen Menschen und es droht uns allen. Den Menschen wurde 2 Jahre durch Corona schon sehr viel genommen und jetzt kommt es noch schlimmer. Also mehr als die Hälfte des in Deutschland genutzten Erdgases kommt aus Russland. Wir haben keine Lösungen, um diese hohen Mengen an Gas, die benötigt werden, zu ersetzen. Die Aussage von Habeck zeigt aber ganz deutlich, wie diese Ampelregierung in diesem Land über die eigene Bevölkerung denkt. Habeck meinte, dass die Menschen bereit sind, sich alles bieten zu lassen, sich alles wegnehmen zu lassen, auf alles zu verzichten, nur um der Moral der Politik zu folgen. Die Probleme der Menschen in diesem Land werden von den Politikern vollkommen vergessen. Sie können sich ja nicht einmal vorstellen, dass die Menschen Probleme, vor allem auch finanzielle Probleme haben. Der Bundeskanzler Scholz kennt weder Spritpreise, aus Sicherheitsgründen darf er ja nicht allein tanken, und er kennt auch nicht die aktuellen Hartz-IV-Sätze. Herr Scholz hat aber auch danach gesagt, ich bin ja in einer finanziellen Situation, in der ich nicht mehr auf Preise achten muss. Er hat sich nicht rausgeredet oder Ausflüchte gesucht, sondern hat einfach klargemacht, dass er als Politiker einer privilegierten Schicht angehört. Das zeigt deutlich, dass er nicht am Wohl der Menschen, die dieses Land aufgebaut haben, interessiert ist. Die Politiker der Bundesregierung sind wohl eher an ihrem eigenen Wohl interessiert. Die sogenannten Spitzenpolitiker orientieren sich nicht an der Wirklichkeit. Sie pfeifen auf die Meinung von Experten und wollen ihre eigene Meinung durchdrücken, egal welche Folgen das hat. Immer wenn es um Macht geht, setzen sich skrupellose Menschen durch. Sie sind arrogant, wirklichkeitsfremd, manchmal auch psychisch gestört und sowieso überzahlt. Deshalb sollte jeder wirklich genau überlegen, welchen Abgeordneten er bei der nächsten Wahl wählt. Die Politiker verschaffen anderen Menschen aus fremden Ländern ständig Vorteile, damit das eigene Volk zunehmend Nachteile hat. Das einfache Volk zahlt Steuern und hält das Land am Laufen und hat genau aus diesem Grund auch ein Recht auf ein gutes Leben. Wir müssen frieren und verzichten aus Solidarität? Echt, das muss ein Ende haben. Was hat Waffenlieferung mit Frieden zu tun? Solange wir Politiker haben, die sowas wie Frieren für den Frieden von sich geben, stimmt etwas nicht in der Politik. Viele Rentner müssen sich von Monat zu Monat hangeln, um ihre Rechnungen bezahlen zu können. Bei den ständig steigenden Preisen wird das zunehmend ein Problem für viele. Ist der Staat Deutschland nur noch ein Umerziehungsstaat? Also liebe Zuschauer, mit dieser Erdgassanktion, das ist unglaublich. Ich habe als Kind, ich bin Anfang der 50er Jahre geboren, kennengelernt, was es bedeutet zu frieren. Wir hatten ein Zimmer beheizt und wenn man auf Toilette oder in die Küche wollte, musste man über den kalten Flur in die kalte Küche, in das kalte Bad. Wir mussten sparen mit der Heizung. Es war unvorstellbar. Ich möchte diese Zeiten nicht wiedererleben. Und die Politiker, die haben teilweise, also der Gauck mit seinen 82 Jahren hat garantiert so eine Situation auch erlebt. Aber er hat es vergessen, verdrängt, weil sie leben ja in Saus und Braus. Sie müssen sich um das normale Leben keine Gedanken machen. Liebe Zuschauer, ja, meine Meinung kam jetzt hier so ein bisschen raus. Ich bin gegen die Sanktionen, die die deutschen Politiker gegen Russland erheben, weil sie schwachsinnig sind und von psychisch kranken Politikern einfach beschlossen wurden. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Auf jeden Fall sieht es für die Rentner sehr, sehr traurig aus. Durch diese hohe Inflation ist die Rentenanpassung, die geplante, wenn sie überhaupt mit 4,4% kommt, wirklich ein Witz.